Hallo liebe Yoga-Freunde, das ist mein erstes Yoga-Video zu Hause und es wird Ecken und Kanten haben, es wird lustige Versprecher haben und trotzdem ist es einfach mein erster Versuch, euch da draußen in eurer Isolation mit meinen Ideen ein wenig den Alltag geschmeidig werden zu lassen. Und da dieses erste Video eher auch für schon Yogis ist, die die Asanas kennen und zum Teil mit mir praktiziert haben, kannst du hiermit wie in gewohnter Weise für den Moment deine Augen verschließen, um dich in deinem Sitz geerdet wiederzufinden. Für den Moment ganz bei dir auf deiner Yogamatte anzukommen, weil du die Augen verschließt, dich aus deinem Alltag, aus deinem Umfeld zurückzuziehen, ganz bei dir anzukommen. Das gelingt dir, indem du deine Aufmerksamkeit auf all deine Berührungsflächen mit der Erde lenkst. Beginne bei deinen Zehenspitzen, den Punkten, die Berührung mit deiner Yogamatte haben, deinen Fußaußenkanten, deinen Knöcheln, Teile deiner Wade, vielleicht deine Oberschenkel, vor allem deines Gesäßes. Spür die Intensität des Druckes auf deinen Sitzbeinen. Spür die Last, die Schwere, mit der dein ganzer Rücken auf deinem Becken ruht. Nimm wahr, wie gut du in deinem Lot aufgerichtet und trotzdem mit so wenig wie möglich Muskelaktivität sitzen kannst. Die Schulterblätter entspannt an deiner Rückseite sinken dürfen, der Nacken lang werden darf. Du dich mit jedem neuen Einatmen innerlich aufrichtest, in der Vorstellung, wie die Luft vor deiner Wirbelsäule in dir aufsteigt bis zum Scheitel. Mit dem Ausatmen an deinem Rücken entlang zum Boden gleitet und dir damit alle überflüssige Spannung aus dem Rücken wieder abstreicht. Deine Ellenbogen entspannt zu den Oberschenkeln sinken, deine Handgelenke weich, entspannt auf deinen Knien ruhen, deine Gesichtszüge entspannt sind, deine Kiefergelenke und du nur in deinem ganz eigenen Rhythmus den kühlen Atem durch die Nase angewärmt wieder ausströmen spürst. Aus diesem inneren Bild heraus kannst du beginnen, in deinem Atemrhythmus dich mit dem Ausatmen in dir zusammensinken zu lassen, bis der Kopf sanft vorne auf dem Brustbein ankommt. Mit dem Einatmen
aus dem Becken heraus Kraft in die Wirbelsäule zu bringen, sodass sie sich aufbauend bis zum Scheitel dich ins Lot drückt. Immer wieder neu, so wie mit dem Ausatmen Luft aus dir entweicht, auch die Energie, die Kraft für die Haltemuskulatur entweichen darf. Mit dem Einatmen du dich immer wieder neu aus dem Becken heraus aufrichtest, wie eine Blume, die mit jedem neuen Lichtstrahl, mit jedem neuen Tag sich wieder ins Licht aufrichtet. Wiederhole das für dich noch 2-mal. Achte darauf, dass jede der folgenden Asanas immer in deiner Komfortzone beginnen darf und du dich in den Wiederholungen ganz geschmeidig, ganz entspannt darauf verlassen kannst, deine Bewegungsgrenzen sanft und achtsam kennenzulernen, zu akzeptieren und zu erweitern, wenn es sich gut anfühlt. Wenn du wieder in deiner maximalen Aufrichtung angekommen bist, dann kannst du dich einmal der Länge nach auf den Rücken legen, um nun im Vergleich zum Sitz dich in deiner vollen Länge auf deine Yogamatte wahrzunehmen. Von den Fersen über die Waden, Oberschenkelrückseiten, dein Gesäß, das feste Kreuzbein, zentral, kraftvoll in der Mitte, die Schwingungen in deiner Wirbelsäule, die im Lendenbereich ohne Berührung sein können. Dann erst mit den Brustwirbeln, den Schulterblättern und den Rippen wieder in Kontakt mit der Erde kommen. Deine Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, bis hin zu den Punkten deiner Hand- und Fingergelenke, die den Boden berühren. Und ganz am Ende aus dem Schultergürtel aufsteigend der schwere Hinterkopf auf einem Punkt. Aus dieser großen Berührungsfläche heraus kannst du nun beginnen, dir dein rechtes Knie ganz nah zum Bauch zu ziehen, mit beiden Händen zu umfassen. Mit dem Ausatmen dein Brustbein zu heben. Mit dem Einatmen dich mit dem Rücken wieder auf der Länge der Matte einzufinden, die Schulterblätter sinken zu lassen. Einatmen bringst du nun deine linke Ferse Richtung Decke und beginnst in deinem Atemrhythmus ausatmend das linke Bein zum Boden zu sinken. Einatmend wieder zu heben. Versuch gegen die Bewegung des langen Hebels in der Lendenwirbelsäule deine Bauchmuskulatur in den Beckenboden dagegen zu setzen. Halt die Lendenwirbelsäule kraftvoll am Boden fixiert, um mit dem Ausatmen noch mehr Öffnung in deiner Leiste wahrzunehmen. Mit dem Einatmen die Entspannung an der Wirbelsäulenrückseite. Wiederhole das in deinem Atemrhythmus noch 2-mal. Und wenn das nächste Mal dein linkes Bein wieder am Boden ankommt, hältst du es in dieser Länge zum Mattenende, während du dein rechtes Knie kraftvoll Richtung Nase aktivierst und diesen großen Schritt aktiv für 2 Atemzüge alleine hältst.
bevor du dann das rechte Bein wieder zum Boden zurücklegst und diese Unterschiedlichkeit in deinen Leisten und deine Berührungspunkte am Boden für dich wahrnimmst. In gleicher Weise holst du dann dein linkes Knie nah zum Bauch ran und beginnst mit der rechten Ferse einatmen zur Decke zu streben. Auch hier mit Beckenboden und Bauchmuskulatur kraftvoll gegen den Hebel deines rechten Beines aktiv am Boden zu bleiben. Einatmen, das gestreckte Bein zur Decke. Aus, wieder zum Boden sinken zu lassen. So kannst du in deinem Atemrhythmus fortfahren, ganz präsent im unteren Bauch, in der geöffneten Leiste und in dieser Gegensätzlichkeit zu bleiben, die dich ergibt. Rechts geöffnet, links verschlossen in der Leiste. Wenn hier deine rechte Ferse das nächste Mal wieder zum Boden zurückgesunken ist, schieb auch hier rechts in seine Länge, während links ganz nah an der Brust versucht zu verweilen, auch ohne die Kraft deiner Hände für 2 Atemzüge diesen großen Schritt zu halten und dann wieder zum Boden zurückzulegen, nachzuspüren. Dann holst du dir beide Knie ganz nah zum Bauch und beginnst in deinem Atemrhythmus ausatmend die Fersen ganz nah, die Knie ganz nah ans Brustbein zu ziehen. Einatmend beide Fersen über den Kopf Richtung Decke zu strecken. Die Arme in der Verlängerung der Wirbelsäule, sodass du einen rechten Winkel bildest. Dann Asana, die umgekehrte Stockstellung. Immer wieder neu, ausatmend, dich maximal zu verengen, bildlich Luft aus dir heraus ziehen zu lassen, mit dem Einatmen dich immer wieder neu in diesen rechten Winkel hinein zu aktivieren, als könntest du dich mit jeder Wiederholung weiter innerlich auspusten. Neu mit Atemenergie, Prana-Energie auffüllen. Wiederhole das in deinem Atemrhythmus noch 2-mal. Und wenn du das nächste Mal in diesem rechten Winkel wieder angekommen bist, versuchst du dort für 3 Atemzüge zu verweilen, dir vorzustellen, wie du dich mit dem Einatmen in beide Achsen noch einmal vergrößern kannst, mit dem Ausatmen ein wenig darin entspannen kannst. Einatmen, beide Schenkel dieses rechten Winkels zu verlängern, ausatmend darin zu entspannen. Mit deiner nächsten Ausatmung dich auch einmal zu minimieren auf deiner Yogamatte und mit der nächsten Einatmung in deine Rückenlage wieder zurückzukehren. Du bringst beide Arme auf Schulterhöhe auseinander, stellst die Füße ganz eng aneinander, sodass Knöchel und Knie sich berühren, sogar die großen Zehenballen, und lässt im Krokodil mit dem Ausatmen die Knie zur linken Seite kippeln, den Kopf zur rechten Seite entspannt dagegen drehen. Einatmen drehen alle
wieder zur Mitte zurück. Mit dem nächsten Ausatmen lässt du in gleicher Weise die Knie zur rechten Seite kippeln. Auch hier kannst du ganz achtsam beginnen, das Maß deiner Beweglichkeit herauszufinden, zu akzeptieren. Und erst wenn es sich gut anfühlt, in jeder neuen Wiederholung die Drehung zu intensivieren. Stell dir vor, wie die Finger wie kleine Saugnäpfe sich am Boden festsaugen, sodass der Arm in der Drehung nicht hinterherzieht, sondern kraftvoll am Boden gehalten ist und du mit jeder neuen Drehung mehr Dehnung vorne in deinem Brustmuskel wahrnehmen kannst. Wiederhole es zu jeder Seite noch einmal. Und wenn dann wieder beide Knie in der Mitte angekommen sind, stellst du die Füße hüftbreit auseinander. Holst dir die Arme wieder zur Hüfte zurück. Bist noch einmal ganz präsent in den Druckpunkten deiner Füße, sodass in der indischen Brücke von der Ferse über den kleinen Zehenballen bis zum großen Zehenballen alle Berührungspunkte bestehen bleiben. Wenn du die Lendenwirbelsäule flach auf den Boden schiebst und von dort beginnst, aus dem Becken heraus, dich kraftvoll bis auf den Schultergürtel zu schieben. Und diese indische Brücke in deinen Atemrhythmus, die immer wieder neu aktivierst. Mit dem Ausatmen lässt du die Wirbelsäule wie eine Perlenkette Wirbel für Wirbel wieder zum Boden zurücksinken. Mit dem Einatmen versuchst du in gleicher Weise diese Perlenkette wieder von deiner Yogamatte zu lösen. Versuch diesen Ablauf in deinen Atemrhythmus zu integrieren. Wenn es für den Anfang nicht reichen sollte, kannst du einfach am Boden oder in der indischen Brücke für den Moment verweilen und mit dem neuen Atemzyklus wieder neu starten. Einatmend, kraftvoll dich zu aktivieren. Ausatmend, dich geschmeidig zum Boden zurückzurollen. Wiederhole diese indische Brücke, Setu Bandhasana, noch einmal in dieser Form. Bleib in deinem Atemrhythmus und bring mit der nächsten Wiederholung beide Arme mit über den Kopf. Einatmend, beide Arme über den Kopf zu heben und sie dort liegen zu lassen. Ausatmend, geht nur die Wirbelsäule wieder zum Boden zurück. Mit der nächsten Einatmung aktivierst du die indische Brücke wieder kraftvoll Richtung Himmel. Mit dem Ausatmen bringst du dann beide Arme wieder zum Boden zurück. Genieß nun die Unterschiedlichkeit, wenn deine Arme dieser Bewegung der Wirbelsäule folgen dürfen. Und wenn deine Arme entgegengesetzt der Wirbelsäulenbewegung verbleiben und sich die Bauchmuskulatur etwas kraftvoller gegen die Dehnung deiner Brustmuskeln aktivieren darf. Wenn sich generell in deinen Asanas die Atemrichtung, die ich angebe, unbequem anfühlt, trau dich einfach genau entgegengesetzt weiter zu atmen. Hauptsache dein Atmen und deine Yoga-Praxis bleiben im Fluss, in dem du dich wohlfühlen darfst. Und dann bring in dieser Form deine indische Brücke ein letztes Mal mit beiden Armen über den Kopf. Und in der zweiten Folge mit beiden Armen wieder zum Boden zurück. Und wenn du damit geendet hast, darfst du noch einmal mit gestreckten Beinen wieder in voller Länge am Boden ankommen.
kannst du, wenn es deinem unteren Rücken damit gut geht, für 3-mal dich vom Kreuzbein über die Schultern selbst auf deiner Matte massierend zum Sitz schwingen und dann über den Sitz in deine Katze anzukommen. Die Katze hat all ihre Krallen voll ausgefahren, hat die Handgelenke unter den Schultern, die Knie hüftbreit. Und du versuchst in deiner Yoga-Katze mit dem Ausatmen aus dem Becken heraus den Bauchnabel einzuziehen, den Beckenboden abzudichten, um ganz am Ende dieser Bewegung auch den Kopf zwischen den Armen hängen zu lassen. Mit dem Einatmen immer wieder neu aus dem Kreuzbein die Streckung einzuleiten, die sich bis in deinen Hinterkopf fortsetzen darf. In deinem Atemrhythmus kommt mit dem Ausatmen der Bauchnabel an den höchsten Punkt. Mit dem Einatmen das Brustbein an den tiefsten Punkt. Gib dem Wirbelsäulenabschnitt, der nicht der berüchtigste für diese Biegung ist, die meiste Aufmerksamkeit. Bauchnabel an den höchsten Punkt. Brustbein an den tiefsten und lass auch hier in der Wiederholung langsam deinen Atemrhythmus und die Geschmeidigkeit miteinander verbinden. Erweitere diese Katze, während du im gleichen Atemrhythmus für dich bleibst, dass jedes Mal aus deiner Grundspannung heraus mit jeder neuen Einatmung die Katze sich in eine Diagonale streckt. Ausatmend wieder in die bucklige Katze zu kehren. Einatmend die andere Diagonale zu bedienen. Aus in die bucklige Katze. Ein. Deine Diagonale zu wechseln. Wiederhole es für dich mit jeder Diagonale noch einmal. Genieß die Dynamik, die in deiner Wirbelsäule dabei entsteht und gleichzeitig kraftvoll stabilisiert wird. Danach bringst du den rechten Fuß zwischen deine Hände. Du kannst schauen, wenn du nach vorne schiebst, dass dein Fuß nicht in einem zu spitzen Winkel steht, sondern dein Knie kraftvoll im rechten Winkel über dem Sprunggelenk. Von hier lässt du dich mit dem Ausatmen so weit zurücksinken, dass du dich vor deinem Knie verneigst, die vordere Fußspitze abheben darf. Einatmend schaust du neugierig im Sprinter wieder in die Welt, lässt den Nacken lang werden. Aus, zieh dich zurück, spür die Dehnung an der Oberschenkelrückseite, verneig dich. Ein, schau neugierig nach vorn, spür die Dehnung in der hinteren Leiste. Wenn du das nächste Mal vorne wieder im Sprinter ankommst, nutzt du die Gelegenheit, den Fuß und das Knie kraftvoll auf der Matte zusammenzuschieben, sodass du genug Stabilität im Becken entwickelst, um in diesem kleinen ersten Helden dich noch weiter nach oben öffnen zu können. Einatmend schaust du zum Himmel. Ausatmend setzt du die Hände wieder neben den Fuß und wechselst die Atemrichtung wieder einatmend, wenn du dich wie vorhin wieder nach hinten verneigst.
Ausatmen in die Mittelposition. Ein, kraftvoll in den Beinen zu stabilisieren, um dich zum Himmel zu öffnen. Aus, die Hände zum Boden zurück. Ein, dich wieder vor dir selbst zu verneigen. Finde auch hier den passenden Rhythmus, um ganz bei dir selbst anzukommen, dich in diesem Wechsel aus Dehnung und kraftvoller Stabilisierung einzufinden. Wiederhole diesen Zyklus für dich noch einmal. Und wenn du das letzte Mal aus deinem ersten Helden mit den Händen wieder zur Matte zurückkehrst, nutze die Gelegenheit, um dich von hier einmal in die Kindsposition oder den Hasen zurücksinken zu lassen. Mit verschlossenen Augen die Stirn zum Boden, die Schulterblätter hängen, dich einmal klein zum Päckchen ganz bei dir selbst ankommen zu lassen. Dann kommst du wieder in der Katze an und in gleicher Weise holst du nun den linken Fuß zwischen deine Hände und beginnst mit der ersten Variation. Ausatme, dich zu verneigen, sodass der vordere Fuß sich heben darf, der Kopf zum Knie sinkt. Einatmend, wieder neugierig in die Welt zu schauen, den Nacken zu verlängern, die Schulterblätter sinken zu lassen. Ausatmend, verschließen dir die Schultern und fast die Ohren. Einatmend wird der Nacken weit, die Leiste rechts öffnet sich. Nachdem du dich das nächste Mal verneigt hast, erinnerst du dich daran, dass du wieder ganz kraftvoll den linken Fuß und das rechte Knie symbolisch auf der Matte zusammenschiebst, um die Stabilität zu behalten, dich zum Himmel zu öffnen. Einatmend schaust du den Händen hinterher, ausatmend stabilisieren sie dich wieder am Boden. Einatmend dehnst du die Oberschenkelrückseite und verneigst dich vor dir selbst. Ausatmend wieder in deiner Mittelposition. So kannst du in deinem Atemrhythmus fortfahren und diesen Wechsel von Öffnen, Verschließen, von Kraft und Dehnung von Weite und Enge auf dich wirken zu lassen, deinen eigenen Seitenunterschied zu erfahren, achtsam dich in deinen Dehnungsgrenzen wiederzufinden. Wiederhole auch diesen Zyklus für dich noch einmal. Und wenn du aus deinem letzten Helden wieder zurückkehrst, dann bringst du diesmal beide Füße so zum Boden zurück, dass die großen Zehen zusammenbleiben, die Knie mattenbereit sich öffnen, sodass du nun diese Länge, die du dir in den Armen bereits kreiert hast, einmal in den Frosch mitnimmst. Lass die Brustwirbelsäule geschmeidig mit jedem Ausatmen zum Boden sinken, die Stirn am Boden ankommen und genieß diese Dehnung in den Flanken. Sanft
die Öffnung in deinen Leisten. Aus diesem Frosch heraus bringst du die Beine wieder parallel, schiebst dich mit dem Po wieder ganz zurück wie im Hasen und hast beide Hände mattenbreit. Die Krallen sind ausgefahren wie bei der Katze und du stellst die Zehenspitzen hinten um. An diesen Punkten, an den Händen und Füßen ändert sich nun nichts mehr, wenn du in den hinabschauenden Hund gehst. Du schiebst dich kraftvoll aus den Beinen nur so weit in die Streckung, dass deine Ohren zwischen den Oberarmen locker baumeln dürfen. Dass deine Beinachsen, wenn du auf die Füße schaust, parallel sind wie zwei Bahngleise und der ganze Rücken kraftvoll eine Linie bildet. Wenn du die Beine strecken magst und die Fersen zum Boden und dafür den Rücken seine Länge verlieren lässt, wird der Hund instabil. Lass die Knie wieder sinken, sodass die Ohren wieder zwischen den Oberarmen ankommen können und erst dann haben Knie und Fersen Wichtigkeit. Bring diesen Hund in den Zyklus, sodass du immer wieder neu die kraftvolle Brustwirbelsäule streckst. Einatmen in die Katze, ausatmen, Füße umklappen und schieb dich in den Hasen wieder ganz zurück. Einatmen wieder in die Katze, Zehenspitzen umstellen, ausatmen, die Ohren wieder zwischen die Oberarme. Ein in die Katze, Zehenspitzen umlegen, aus in den Hasen. So kannst du in deinem Atemrhythmus für noch 3 Mal fortfahren und immer wieder neu im Hund den Po an die höchste Stelle atmen. Dein Brustbein jedes Mal neu kraftvoll Richtung Knie zu schieben. Und auch hier wieder diesen Wechsel aus Entspannung und kraftvoller Anspannung zu genießen. Wenn du dann nach deiner 3. Wiederholung wieder im hinabschauenden Hund angekommen bist, versuchst du noch einmal dich so zu erden, dass du merkst, dass du mit allen 4 Berührungspunkten gleich stark in den Boden schiebst. Die Vorstellung, als würdest du mit dem Einatmen den Po an den höchsten Punkt atmen können, mit dem Ausatmen dich darin entspannen und schwer auf diese Druckpunkte zurückzusinken, den Nacken locker werden zu lassen und breit in den Schultern. Einatmen, dich wieder an den höchsten Punkt zu atmen, als hättest du Helium in dir. Ausatmend, Leichtigkeit, Entspannung in dieser Position zu finden, den Nacken locker baumeln zu lassen, dich zu erden. Für noch einmal. Und danach dein Lieblingsbein mit einem großen Schritt nach vorne zwischen deine Hände zu setzen. Mit einem weiteren Schritt den linken Fuß oder den rechten Fuß nachzusetzen. Für den Moment diese Vorwärtsbeuge vielleicht mit verschlossenen, verschränkten Ellenbogen zu genießen, den unteren Rücken darin zu entspannen, um dich dann langsam aus dieser Vorwärtsbeuge in deinen Stand nach oben aufzurollen. Tat
Asana bedeutet der Fels, stabil, geerdet, wie der Fels in der Brandung zu sein. Lass also deine Augen geschlossen. Spür all deine Berührungspunkte in deinen Füßen nach. Spür die Fersen deutlich auf den Außenkanten, ohne deine Innenkanten zu verlieren. Spür den kleinen Zehenballen, ohne den großen Zehenballen zu verlieren. Stell dir vor, wie du in diesem Stand dich mit dem Einatmen so fest verwurzeln kannst, dass du noch schwerer, noch mehr Last auf deine Füße bringst und gleichzeitig den Scheitel zum Himmel ausrichtest. Mit dem Ausatmen lässt du ein wenig von dieser Energie, von dieser Spannung entweichen und dich in deiner Haltung zusammensinken. Immer wieder neu mit dem Einatmen aus den Füßen heraus, kraftvoll dich in den Boden zu schieben und daran innerlich zu wachsen, sodass der Scheitel an den höchsten Punkt schiebt. Mit dem Ausatmen sowie Atemenergie entweicht, auch deine Haltung leicht verfallen zu lassen und so wie Prana-Energie wieder einkehrt, dich innerlich immer wieder neu auszurichten und aufzurichten, sodass deine Aufrichtung nicht aus der Kraft deiner Schulterblätter stattfindet, sondern die Schulterblätter entspannt an dir zurücksinken. Dort bringst du beide Hände auf die Schultern und beginnst diese Verwurzelung in deinem Atemrhythmus zu lösen, weil du mit dem Einatmen die Ellenbogen Richtung Decke schiebst und gleichzeitig die Zehenspitzen kraftvoll in den Boden schiebst, um die Fersen zu lösen. Ausatmend, so wie du wieder am Boden ankommst, auch die Ellenbogen zum Boden zu schieben. Einatmend abzuheben, ausatmend dich wieder neu zu erden. In deinem Atemrhythmus hierfür zwischen Balance und Stabilität den Wechsel zu integrieren, wahrzunehmen. Kompakt, so wie du in den Füßen kraftvoll ankommst, auch wieder in deiner Mitte ganz kraftvoll kompakt zu bleiben. Wiederhole dieses Kreisen in deinem Atemrhythmus noch zweimal. Und nimm dich dann noch einmal in deinem Lot wahr. In einer guten Mitte aus vorne und hinten, aus rechts und links. Gefühlt an einem imaginären Wand. Entspannt in den Schultern, weil du viel kraftvoll Energie in den Boden investierst. Gut. Aus dem Stand heraus möchte ich mit einem kleinen Sonnengruß starten, den du an deinem hinteren Mattenende beginnst. Mit dem Einatmen beginnst du aus dem Namaste, beide Arme über den Kopf zu öffnen. Mit dem Ausatmen verneigst du dich nur bis zu deinen Knien. Einatmen streckst du dich auf halber Höhe neugierig in die Welt. Ausatmen kommst du in die bucklige Katze. Einatmen streckt sich diese Katze in ihrer ersten Diagonale. Aus,
bucklige Katze. Einatmen, streck die zweite Diagonale. Aus, bucklige Katze. Ein, streckt sich die Katze neugierig und du stellst die Zehenspitzen um. Aus, schiebst du dich in den hinabschauenden Hund und kannst hier für 2 Atemzüge bleiben, um dich neu zu sortieren. Mit dem nächsten Ausatmen laufen beide Hände zu den Füßen zurück, bis die Hände wieder auf den Knien sind. Einatmen, richtest du dich auf diese halbe Höhe wieder einmal auf. Ausatmen, verneigst du dich auf diese Höhe. Ein, richtest du die Hände wieder zum Himmel. Aus, zurück zum Namaste. Finde hierfür deinen Rhythmus, der zu deinem Atem passt. Ein, Gruß zur Sonne. Aus, Gruß zur Erde auf halber Höhe. Ein, schau neugierig in die Welt. Aus, verbinde dich mit allen Punkten in der Katze. Ein, streck die Katze in eine Diagonale. Aus, bucklige Katze. Ein, streck die Katze in die andere Diagonale. Aus, bucklige Katze. Ein, lass die Katze noch einmal nach vorne schauen und du stellst die Zehenspitzen um. Ausatmen, schieb dich in den hinabschauenden Hund. Mit der nächsten Ausatmung läufst du mit den Händen wieder zurück bis zu den Knien. Einatmen, richtest du dich auf halber Höhe auf. Aus, verneigst du dich vor dir selbst. Ein, richtest du dich wieder zum Himmel. Aus, Namaste. Ein, Gruß zur Sonne. Aus, verneig dich zur Erde. Ein, schau neugierig in die Welt. Aus, bucklige Katze. Ein, streck die erste Diagonale. Aus, bucklige Katze. Ein, streck die zweite Diagonale. Aus, bucklige Katze. Ein, streck die Katze, stell die Zehenspitzen auf. Aus, hinabschauender Hund. Nächste Ausatmung, laufen die Hände wieder zurück zu den Knien. Ein, richte dich auf bis zur Hälfte. Aus, verneig dich auf diese Ebene. Ein, grüß die Sonne. Aus, Namaste. Nach dieser Dynamik kannst du schauen, wie gut du im Stand stabil stehen kannst. Wenn dir deine Yogamatte zu weich scheint, dann versuch das Gleiche am festen Boden oder mit etwas Halt an einer Wand.
Du bringst dir dein linkes Knie ganz nah zum Bauch und hast für den Baum die Möglichkeit, den Fuß in den Oberschenkel und das Knie, oder wenn du sehr instabil dich fühlst, auch einfach nur auf deinen Fuß zu setzen. Auch das wäre eine kleine Form vom Baum. Egal welche Position du probierst, schieb das Standbein kraftvoll in die Fußsohle. Du suchst dir den Halt darüber, dass du weißt, dass du fest verwurzelt in der Fußsohle, kraftvoll im Beckenboden und in deiner Bauchmuskulatur bleibst. Schiebst die Hände zusammen und beginnst dann von dort, aus dieser kraftvollen Mitte heraus, die Krone wachsen zu lassen und sie zu öffnen. Aus dieser kraftvollen Mitte heraus die Schulterblätter sinken zu lassen, Leichtigkeit in den Ästen ankommen zu lassen, den Blick ins Leere zu lassen oder auf einen festen Punkt, das, was dir hilft, Stabilität zu behalten, innere Ruhe, Ausgerichtetheit, Fokussierung. Und du entscheidest, wenn dein Baum wackelig werden möchte, instabil, mit den Händen dir nochmal die nötige Spannung, um deinen Baum entspannt wieder zurück zu aktivieren. Wenn du die Füße kurz locker getreten hast, versuchst du die gleiche Höhe für dein anderes Bein. Schieb dir die Fußsohle kraftvoll in den Oberschenkel, an das Knie, auf dein Sprunggelenk. Hol dir die Energie aus deiner Mitte. Schieb mit beiden Handflächen so gegeneinander, dass du diese Spannung in der Mitte mitnehmen kannst bis über deinen Scheitel. Und erst dort die Krone öffnest, die Schulterblätter sinken lässt und unter diesen angespannten Rippenbögen, den kraftvollen Bauch, trotzdem den Atem fließen lässt. Diese Standübung dafür zu nutzen, den Fokus ganz bei dir, bei deiner Ausrichtung zwischen Erde und Himmel zu bleiben. Und dann im richtigen Moment für dich aus der Kraft deiner Hände dir die Stabilität in die Mitte zurückzuholen, deinen Baum zurück zur Erde zu organisieren. Von hier kannst du zum Boden zurückkehren und wenn du magst, dir deine Socken bereits wieder anzuziehen, mit ein paar Ausgleichübungen dann zu Shavasana anzukommen. Wenn du in der Rückenlage bist, hast du jede Hand auf einem Knie und nutzt die Länge deiner Arme, um mit der Ausatmung die Knie ganz eng zur Brust zu bringen, mit dem Einatmen gegrätscht in die Weite zu kommen. Ausatmend die Hüften wieder eng werden zu lassen, die Lendenwirbelsäule geschmeidig an die Matte zu massieren. Einatmend die Hüften zu öffnen und sanft die Lendenwirbelsäule und das Kreuzbein ins Hohlkreuz kippen zu lassen. Damit die Anspannung aus deinem kleinen Sonnengruß und deinem Baum in den Hüften wieder entweichen zu lassen. Wiederhole es für dich noch einmal und wenn dann beide Knie wieder ganz nah am Bauch angekommen sind, legst du dir wie beim Krokodil beide Arme wieder schulterbreit auseinander und lässt noch einmal mit dem Ausatmen die Knie Richtung Boden sinken. Mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurückzuholen
um so noch für 2 Mal dynamisch den unteren Rücken nach der Statik sanft über die Drehung wieder in seine Mittelachse zurück zu organisieren. Und wenn dann das nächste Mal beide Knie auf deiner linken Seite angekommen sind und es sich im unteren Rücken gut anfühlt, dann kannst du das obere Bein Richtung Hand ausstrecken und auf einem Kissen oder einfach nur auf dem Boden auf einer Höhe ankommen lassen. Der Kopf dreht wieder entspannt, sanft zur Gegenseite. Nutz deinen Atem, diese innerliche Enge, die durch die Drehung entstanden ist, zu weiten. Lade ihn ein in all diese verdrehten Ritzen und in diese geöffneten Körperabschnitte einzukehren, dich innerlich zu weiten. Nutz die Gelegenheit des Ausatmens, in der Verdrehung anzukommen, loszulassen, überschüssige Spannung abzugeben. Dann holst du dir beide Knie wieder zur Mitte zurück und lässt nun in gleicher Weise die Knie zur anderen Seite sinken. Wenn du dort gut angekommen bist und es sich für den unteren Rücken gut anfühlt, holst du hier in gleicher Weise das obere Bein leicht in die Streckung, als wollte der Fuß Richtung ausgestreckte Hand sich ausdehnen, ohne ankommen zu müssen. Der Kopf wieder sanft zur Gegenseite gedreht. Nutz diesen Moment der Stille für dich zum Vergleich. Akzeptiere Unterschiede. Lerne mit deinem Atem innerlich zu bewegen, loszulassen. Vielleicht auch die Vorstellung ganz gezielt an einer noch sehr unbequemen Stelle mit dem Atem Spannung abzuholen, mit dem Ausatmen wegzutransportieren. Körperliche Spannung mit seelischer Spannung zu vergleichen. Den Versuch zu wagen, dass nachdem sich diese engen, ungemütlichen Stellen entspannen, sich auch im Geist Spannungen lösen können. Auch hier mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurückzugehen. Und wenn du mit beiden Knien wieder in der Mitte angekommen bist, darfst du jegliche Umkehr immer ohne Kopfkissen und die eigene Höhe festlegen. Es reicht die Höhe der umgekehrten Geste, in der du die Knie so nach oben schwingst, dass du den Po auf den Händen ablegen kannst und deine Beine im rechten Winkel dazu über dir stehen. In dieser Umkehr einfach nur mit dem Atem zu spielen, ihn kraftvoll so nach innen zu aktivieren, dass du dir vorstellst, als könntest du die ganzen Verdauungsorgane ganz weit in den Beckenboden nach oben verschieben, mit dem Ausatmen Richtung Schilddrüse, Richtung Herz sinken zu lassen. Du weißt, dass du wegen hohen Blutdruckes, Augendruckes und anderen Unwohlsein definitiv diese Umkehrübungen verkürzen kannst oder einfach auf ein Yoga-Kissen oder eine Decke noch weiter wieder zurück reduzieren kannst, um mit viel weniger Höhe ein ähnliches Symbol zu haben. Ansonsten kannst du auf jeder Höhe entspannt die Beine sanft gerätschen, die Hüften und die Füße drehen oder wenn du magst, zu probieren, wie es sich anfühlt, wenn du ein Bein nach dem anderen
über den Kopf zum Boden sinken lässt. Du legst die Dauer deiner Umkehr aus eben genannten Gründen ebenso selber fest, legst am Ende des Ganzen beide Arme kraftvoll zum Boden zurück, um dich aus den Bauchmuskeln heraus langsam zum Boden zurücksinken zu lassen. Auch für den Fisch hast du ganz viele Variationen und es braucht nicht jedes Mal die ganz kraftvolle Variante, die ich dir heute aber zeigen möchte. Du hast beide Hände flach unter deinem Kreuzbein, streckst die Beine noch einmal aus und schiebst dich einmal so auf die Ellenbogen, dass du sie unter dir erstmal ganz eng zusammenstellen kannst. Von hier ziehst du die Fußspitzen zum Fußende und schiebst dich jetzt aus der Öffnung deines Brustbeines heraus mit dem Kopf Richtung Boden. Kannst du diese Überstreckung weder in den Schulterblättern umsetzen noch in der Halswirbelsäule tolerieren, legst du dir einfach nur eine Decke längs der Wirbelsäule unter dich, um einfach nur entspannt in einer ganz leichten Öffnung am Boden anzukommen. Nutze im Fisch die Idee, dass du das Herzchakra und damit die Thymusdrüse noch einmal weit geöffnet hast, ebenso die Schilddrüse und diesen Raum für Liebe und Kommunikation noch einmal volle Aufmerksamkeit und Energie schenkst. Auch hier darfst du, weil du Halswirbelsäulenprobleme hast, Schilddrüsenprobleme oder anderweitig diese Position nicht tolerieren kannst, immer selber entscheiden, wie lange du diese Übung, diese Asana umsetzen möchtest, um dann den Kopf zu heben, langsam die Schultern wieder sinken zu lassen, die Hände zu lösen. Alles, was du nun noch brauchst für Shavasana, sind Socken, eine Decke und wesentlich gedämpfteres Licht, um die schwierigste Yoga-Übung, die Stille, für dich aushalten zu können, genießen zu können. Wenn du dort angekommen bist, genießt du diesen Moment nach den Aktivitäten der Kraft und der Dehnung, dem Präsentsein, dem Lenken deiner Aufmerksamkeit, alles abgeben zu dürfen. Am leichtesten fällt es deiner Muskulatur und den Gelenken. Dankbar, diese aufgebrachte Energie loszulassen. Und so kannst du ein letztes Mal deine Aufmerksamkeit zu allen Berührungspunkten mit der Erde wandern lassen. Deine Fersen entspannt, leicht auf die Außenkanten gekippelt wahrnehmen. Deine Waden, deine Oberschenkelrückseiten, deine Gesäßmuskulatur,
feste Kreuzbein dazwischen. Die Schwingung deiner Lendenwirbelsäule, die ganz ohne Berührung an der Yogamatte sich darstellt. Und erst mit den Brustwirbeln und den Rippen, deinen Schulterblättern wieder nachzuspüren ist. Aus diesem Schultergürtel heraus deine Oberarme, Ellenbogen, die immer leichter werdenden Unterarme, Handgelenke, Fingergelenke zu spüren. Auch den Temperaturunterschied, wenn diese die isolierende, wärmende Yogamatte verlassen haben und am kühlen Boden angekommen sind. Aus dem Schultergürtel heraus, auch die Schwingung deines Nackens und dann die Schwere deines Hinterkopfes auf einem festen Punkt. Auch in deiner Gesichtsmuskulatur ist Entspannung angekommen, weil alle Stirnfalten glatt gezogen sind, die Mundwinkel entspannt zum Boden sinken, die Kiefergelenke entspannt sind, weil die Zähne nicht aufeinander ruhen und sich die Zunge von deinem Energiepunkt vom Schneidezahn löst und in den Gaumen sinken darf. An deiner Nase kannst du den Atem wieder kühl einströmen, angewärmt ausströmen spüren. Und auch ganz ohne deine Präsenz, ohne dein Lenken, hat dein Atem in seinen ganz eigenen Rhythmus zurückgefunden. Genau wie dein Herzschlag in seinen Ruhepuls. Genau wie dein Nervensystem zwischen Kreuzbein und Hinterkopf pulsiert. All diese Bewegungen, diese Flüsse sind immer da, auch wenn du körperlich zum Stillstand gekommen bist. Und genau dann, wenn du zur körperlichen Ruhe gekehrt bist, kann dein Nervensystem in den Parasympathikus umschalten. Verdauung, Heilung, Regeneration, dein Immunsystem zu stärken. Dafür ist diese Stille so wichtig, wie die Nacht, die zum Tag gehört. In dieser körperlichen Stille auch den Geist in diese Ruhe zu versetzen.
dein großes Ziel in Shavasana. Wenn es dir schwer fällt, Reize von außen einfach zu ignorieren und deine aufkommenden Gedanken nicht wieder in den Hinterkopf sinken lassen zu können, dann verbinde dich immer wieder neu mit deinem Atem. Zähle mit jedem Ausatmen von 20 rückwärts. Einatmen, ausatmen, 19. Ein, aus, 18. Ein, aus, 17. So kannst du in deinem Atemrhythmus entspannt fortfahren. Schaffst es damit, ganz minimalistisch deinen Geist mit einer kleinen Aufgabe zu behalten an einem Punkt, so wie all deine Körperteile an einem Punkt unbewegt die Stille genießen. Erst dann, wenn der Geist in dieser körperlichen Stille zur Ruhe kommt, hat es begonnen, Körper und Geist in Einklang zu bringen. In dieser Stille da zu sein, ohne aktiv zu sein, nur präsent. Um aus dieser Stille langsam wieder zurückzukehren, nutzt du deinen Atem, um dich langsam wieder neu zu befüllen, den Atem tiefer werden zu lassen. Und dann aus den kleinsten Gelenken langsam wieder neu mit Bewegung zu starten. Aus den Fingern, den Zehen, den Händen, den Füßen. Diese Bewegung aufsteigen zu lassen über die Ellenbogen und Knie, die Schultern und die Hüften. Die Wirbelsäule, dich zu regeln und zu strecken, dich zu verdrehen. Wenn du magst, noch einmal dich auf die Seite zu drehen, bevor du zum Sitz zurückkehrst und dich für einen Moment im Sitz neu erfährst, nachspürst, wie es dir geht. Namaste.